Moin Leute, ich möchte euch heute gerne Unreal von der Nischenmarke Kinetic Perfumes vorstellen. Ja, für mich ist das ein ganz toller und vor allem auch interessanter Duft. Der Parfümeur dahinter ist übrigens Christian Carbonell. Einigen von euch ist das sicherlich ein Begriff. Ich habe mir diesen Duft in Berlin in der tollen Nischenparfümerie 15 West gekauft. Wenn ihr mal in Berlin seid, müsst ihr da unbedingt mal vorbeischauen. Es ist eine ganz tolle, stylische Nischenparfümerie. Der Inhaber nimmt sich Zeit für euch. Ihr könnt da viele tolle Düfte ausprobieren. Das ist ja auch keine bezahlte Werbung. Ich habe mir diesen Duft selbst von meinem Geld gekauft. Aber eine so tolle Nischenparfümerie möchte ich euch wirklich empfehlen. Und ihr könnt auch gerne einmal in meine Videobeschreibung schauen, dort verlinke ich euch den Instagram-Kanal. So, bevor ich jetzt mit der Flakon-Präsentation loslege, möchte ich kurz eine Sache ansprechen, denn ca. 70% der Zuschauer meiner Videos haben meinen Kanal nicht abonniert. Und vor allem sind es wiederkehrende Zuschauer. Das heißt, ihr schaut euch meine Videos immer und immer wieder an, habt mir aber noch kein Abo dagelassen. Natürlich steht euch das frei, ob ihr einen Kanal abonnieren möchtet oder nicht. Aber wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, ja, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Ich habe dadurch natürlich auch künftig noch mehr Möglichkeiten, euch Videos zu präsentieren. Dann sage ich schon mal danke für die Unterstützung und jetzt legen wir mit der Flakon-Präsentation los. So, mir gefällt das Design, das ist und bleibt aber natürlich Geschmackssache. Wir haben hier aber auf jeden Fall eine tolle Glasqualität, der Flakon ist schwer und massiv. Wir haben hier auch noch eine Magnetkappe, was ich sowieso mal toll finde. Und der Zerstäuber ist auch richtig gut. Wir haben einen feinen Sprühnebel. So, trotz Euphorie muss ich aber auch hier eine Sache kritisieren. Das ist mal wieder die Verpackung. Auch hier haben wir leider nur einen schlichten Pappkarton. Der Preis mit 180 € für 100 Milliliter ist natürlich top. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier absolut. Aber nichtsdestotrotz hätte ich mir einfach eine etwas hochwertigere Verpackung gewünscht. Das hätte insgesamt auch nochmal einen ganz anderen Eindruck gemacht. Aber wie sage ich immer so schön, natürlich geht es primär immer um den Duft und um die Duft-DNA. Und für mich ist Unreal tatsächlich eine Kombination vor allem aus Iris und Vetiver. Das sind für mich die beiden Duftnoten, die mit am präsentesten sind. Ja, die Kopfnote ist tatsächlich noch kurzzeitig frisch. Wir haben hier eine Amalfi-Zitrone und ich nehme auch die Wacholderbeere wahr. Das heißt, wir bekommen hier auch leichte Gin-Tonic-Vibes. Aber auch schon in der Kopfnote riecht man für mich ganz klar eben einen der Main-Player, nämlich die Iris heraus. Und ich nehme die Iris hier gar nicht unbedingt als schwer und pudrig wahr, wie man das eben aus anderen Iris-lastigen Düften kennt, sondern natürlich haben wir auch hier so eine leichte Pudrigkeit. Für mich riecht das Ganze aber eher klar und würzig. Im weiteren Duftverlauf entwickelt sich vor allem auf der Haut auch so eine ganz feine Ledernote. Auf dem Teststreifen nehme ich diese Ledernote fast gar nicht wahr, auf der Haut schon etwas mehr. Nichtsdestotrotz ist das für mich eine Duftnote, die eher so im Hintergrund mitschwingt. Und dazu haben wir auch noch eine leichte alkoholische, in dem Fall nämlich Rumnote. Aber auch da muss ich sagen, das ist für mich keine Note, die wirklich präsent ist und ich kann eigentlich auch gar nicht so explizit diese Rumnote herausriechen. Das riecht für mich eben so ganz leicht nach einem Likör, also eben nach so einer leicht alkoholischen Note. Und im Drydown entwickelt sich der Duft dann immer mehr in eine holzige Richtung. Hier nehme ich vor allem Zedernholz wahr. Und dann kommt eben aber auch der andere Main Player ins Spiel, nämlich die Vetiver-Note. Und die Note riecht für mich tatsächlich auch leicht rauchig, was mitunter ja Vetiver so an sich hat. Also zusammengefasst ist es für mich primär ein Iris-Vetiver-Duft. Die Iris ist schon zum Start in der Kopfnote präsent. Da nehme ich aber auch noch etwas Gin-Tonic-Vibes durch die Wacholderbeere wahr. Im Duftverlauf entwickelt sich so eine leichte Ledernote und da nehme ich auch so eine leichte alkoholische Likörnote wahr. Und der Drydown wird durch Vetiver leicht rauchig und die Basis ist für mich ganz klar eine Zedernholzbasis. Abschließend kommen wir nochmal zu der Haltbarkeit, die ist mit 10 Stunden richtig gut. Zu Anfang dachte ich, dass der Duft nicht ganz so lange hält, aber ich habe den Duft mehrmals getragen und ausführlich auf der Haut getestet und muss wirklich sagen, dass ich den Duft auch noch nach 9 bis 10 Stunden auf der Haut wahrnehme. Die Sillage ist ein gutes Mittelmaß, das ist jetzt hier kein Beast Mode Duft, aber der Duft wird auch nach mehreren Stunden vom Umfeld auf jeden Fall noch wahrgenommen.
Und was man auch wirklich nochmal zu Unreal sagen muss, und das macht diesen Duft halt auch so interessant und spannend, dieser Duft wird vom Umfeld ganz unterschiedlich wahrgenommen. Also es ist fast schon so eine mystische DNA. Das sieht man übrigens auch bei den Düften, die als ähnlich angegeben sind. Einige riechen der Iris von Xerjoff heraus, einige Elysium von Roger, einige sogar von Orto Parisi Terroni, was ich persönlich gar nicht nachvollziehen kann, aber da sieht man eben auch, dass jeder Düfte anders empfindet. Dann ist da aber auch zum Beispiel F. Fabulous von Tom Ford angegeben. Also es ist wirklich eine sehr spannende, ja und irgendwie auch kontroverse DNA. Das war's dann aber auch für heute. Du kannst ja gerne mal kommentieren, wie du Unreal findest. Dann sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.